Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Tutorial heute. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr selbst Deepfakes erstellen könnt. Denn das ist ab sofort möglich und das finde ich total faszinierend. Das heißt, eine Software, die eigentlich schon relativ lange auf dem Markt ist, ist jetzt quasi für die Allgemeinheit erschienen. Es ist noch nicht ganz perfekt und noch nicht ganz super einfach, aber es ist zumindest mal eine große Neuerung und eine starke Vereinfachung. Und ihr könnt ab sofort eure eigenen Deepfakes erstellen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir wollen das selbstverständlich jetzt mal als Tutorial hier machen. Okay, bis gleich. Okay, wir wollen uns direkt mal das hier angucken und jetzt seht ihr mich nicht mehr in komplett verschiedenen komischen Tönen. Wir wollen das alles nachstellen, okay? Ich will euch erklären, wie das funktioniert, allerdings will ich trotzdem ganz kurz hier auf das Paper verweisen, denn dieses Paper hier ist selbstverständlich auch wichtig für das Ganze. Also wer es lesen möchte, sehr gerne. GitHub gibt es selbstverständlich auch. Ihr könnt hier auch den Code runterladen und damit mal probieren. Es gibt im Endeffekt 3 Arten, die ihr verwenden könnt. Einmal das Vox Celeb Netz oder den Vox Celeb Data Set. Damit könnt ihr quasi ein Video auf ein Bild übertragen. Also zum Beispiel hier Donald Trump, der spricht, könnt ihr übertragen auf die einzelnen verschiedenen Charaktere von Game of Thrones. Und es sieht fucking gruselig aus, wenn die hier einfach diese komischen Donald Trump Duckface Gesichter machen, aber ja, okay. Ihr könnt das Ganze natürlich auch für Ganzkörperaufnahmen verwenden, was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil es nicht ganz reibungslos ist und die Qualität ist natürlich auch wirklich sehr schlecht. Also ihr seht es hier auch an dem Gesicht, das ist keine hohe Auflösung, okay? Das geht nicht mit einer sehr hohen Auflösung und mit gezeichneten Pferden wurde das Ganze auch trainiert, wobei ich den Datensatz niemals ausprobiert habe, der interessiert mich auch irgendwie nicht. Okay, ihr könnt das Ganze so verwenden, allerdings, ihr könnt das Ganze natürlich auch nochmal selber trainieren, allerdings würde ich euch das nicht empfehlen. Ihr könnt hier auch gerne nochmal runterscrollen, da sind vielleicht auch noch interessante Dinge drin, wie zum Beispiel die Mörderpuppe oder Mona Lisa oder sowas. Und Face Swap gibt es auch, wobei das hier wirklich gruselig aussieht. Oh mein Gott, das ist mir davor gar nicht aufgefallen. Okay, aber das ist nicht das, was wir hier machen wollen. Wir wollen selbstverständlich das Ganze selbst mit einem Video von mir machen, beziehungsweise ihr macht das dann mit einem Video von euch. Und dazu haben wir erstmal hier Folgendes. Wir haben hier ein Python Notebook. Und das Python Notebook ist quasi sozusagen wie eine Instanz von diesem GitHub-Repo, das euch quasi durch den ganzen Prozess leitet. Das ist wirklich sehr angenehm hier gemacht. Und damit kann man das einigermaßen gut machen und hat jetzt nicht mega viele Probleme. Wobei ich tatsächlich trotzdem Probleme hatte, weil ich nicht alles perfekt gelesen habe, aber kommt vor, ja. Ich will euch deswegen ganz kurz zeigen, was man hier machen muss. Nicht einfach nur blind hier alles machen, sondern ihr müsst ein bisschen denken, okay? Also zunächst einmal müsst ihr natürlich das ganze Ding hier klonen und ja, wir vertrauen den Machern von diesem Tool hier. Ihr müsst das ganze Git erstmal klonen und entpacken, dann müsst ihr hier reingehen und dann müsst ihr erstmal hier was importieren. Ihr seht, die Python Variablen wurden schon alle gesetzt, die Bibliotheken wurden installiert, denn Google Colab zu installieren ist tatsächlich nicht unbedingt immer ein Spaß, aber das braucht ihr deswegen, weil das Ding auf euer Google Drive zugreift, ja. Und das Ganze läuft auch nicht direkt in eurer Python-Umgebung oder in eurer Python-Installation, sondern es läuft in einer virtuellen Python-Installation sozusagen. Ihr könnt das Ganze selbstverständlich auch hier umstellen, das will ich jetzt hier gar nicht weitermachen. So, jetzt müsst ihr hier tatsächlich dieses Skript sozusagen autorisieren, dass ihr auf euer Google Drive zugreifen dürft. Das macht ihr hier, wobei ich das kurz rauscutten muss, weil ihr natürlich nicht meinen Anmeldecode sehen dürft. Den Anmeldecode dann einfach hier rein posten, also quasi das, was hier drin ist, da rein posten und Enter drücken und dann kommt auch schon der Authorization Code, beziehungsweise das Ding läuft dann einfach weiter und dann sehen wir hier, das Ganze wurde nun gemountet. Ja? Das liegt dann quasi auf eurem Google Drive und kann jetzt auch auf eure Drive-Dateien zugreifen. So, nächstes ist, ihr müsst einen Ordner in euer Google Drive hinzufügen. Das macht ihr, indem ihr diesen Ordner hier einfach in einem neuen Tab öffnet. Dann landet ihr bei dem First Order Motion Model. Ja, das ist das Ding hier. Da sind wirklich alle Sachen dabei. Hier habt ihr zum Beispiel auch diese Vox ADV und Vox CPK PTH TAR-Dinger. Die sind sehr wichtig. Das sind nämlich die trainierten Netze. Ihr seht, die sind riesig. Ja? Das Training von diesen Dingern dauert fucking ewig, okay? Und dann habt ihr hier eben auch sowas wie Game of Thrones Characters als Bild, mit denen ihr dann am Ende was machen könnt. Und ihr habt einige Filme drin, beziehungsweise einige sprechende Menschen drin, um das Ganze mal zu testen, wie zum Beispiel das hier redet einfach jemand und das ist zum Beispiel eins der Bilder, die ihr verwenden könnt. Ihr könnt aber auch eure eigenen nehmen.
aber ihr müsst das ganze Ding in euer Google Drive reinklonen sozusagen, beziehungsweise zumindest verlinken. Und dazu macht ihr hier einfach auf diesem Pfeil hier oben Drive-Verknüpfung hinzufügen. Habe ich schon gemacht, deswegen, also ihr müsst dann den Ordner auswählen, habe ich schon gemacht, deswegen mache ich das jetzt hier gerade nicht. Aber ja, danach geht ihr wieder hier zurück, das habt ihr gemacht. Und jetzt geht ihr hier weiter in dieses Load Driving Video, wobei das nicht irgendein Autofahrvideo meint, sondern das Video, das quasi ummodelliert werden soll. Und das Source Image, das heißt das Bild, auf das es übertragen werden soll. Und jetzt könnt ihr hier sagen, okay, ich möchte das auf 02.png übertragen, aber ihr müsst hier trotzdem euer eigenes Video noch verlinken. Content, G-Drive, MyDrive müsst ihr stehen lassen und das ist dann quasi eure Ablage. Das heißt, da müsst ihr dann hergehen und sagen, okay, meine Ablage / Deepfake, hier habe ich ein Video von mir, das ist ein Vlog gewesen, dazu komme ich gleich, den kann ich jetzt hier verlinken. Das heißt, ich gehe hier auf Deepfake. Und das Video hieß out.mp4, glaube ich, oder? Das war hier out.mp4, wunderbar. Und jetzt kann ich das theoretisch verwenden. Hier kann ich angeben, welche Bilder also auf welches Bild ich das haben möchte. Und ich möchte jetzt mal, dass die gute Khaleesi mich hier nachspricht. Ja? Deswegen nehmen wir hier got-05.png. Lass mich in Ruhe. got05.png. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Ja, wunderbar. Hat funktioniert. Und ja, jetzt kann ich das hier verwenden. So, jetzt kurz zu eurem Video. Das ist nämlich nicht irgendein Video. Ihr seht, normalerweise ist meine Qualität deutlich, deutlich besser. Okay, das hier ist wirklich ein sehr schlechtes Video. Also, qualitativ sehr schlecht. Ihr müsst also euer Video, das ihr ausgewählt habt, müsst ihr editieren, sodass man wirklich nur noch euren Kopf sehen kann. Mehr darf das Video sozusagen nicht beinhalten, denn da liegen die Grenzen von dem Ding. Und ja, ich habe das jetzt hier mal in Kdenlive gemacht. Kdenlive ist eine Software, die wirklich sehr, sehr gut dafür ist. Ihr müsst dazu allerdings als allererstes mal eine neue Konfiguration anlegen. Das könnt ihr hier machen unter Benutzer definiert. Ich habe mir jetzt hier meine Square 256 genannt. Ihr geht also quasi dann hier drauf. Und dann könnt ihr hier eine neue Konfiguration anlegen und könnt sie nennen, wie ihr wollt. Und dann muss die Größe 256 auf 256 sein. Bildwiederholrate ist relativ egal. Pixel-Seitenverhältnis ist 1:1 und Anzeige-Seitenverhältnis ist auch 1:1. Und dann könnt ihr hier das ganze Ding speichern und könnt das Ding verwenden. So, ich mache das jetzt selbstverständlich nicht, habe ich schon gemacht. Das heißt, ihr erstellt ein Projekt mit Square 256 oder wie ihr es auch immer genannt habt. Und dort importiert ihr dann euer Video rein. Das ist der normale Vlog, den ihr übrigens auf meinem Vlog-Kanal, kleiner Hinweis hier, finden könnt. Und ja, ich habe darüber geredet, ob wir nur KIs sind oder was eigentlich bei uns los ist. Und den habe ich hier reingezogen und dann habe ich den sowohl skaliert als auch automatisch mittig zugeschnitten. Und das Ganze habe ich dann so gemacht, dass ich eben hier X und Y noch ein bisschen skaliert habe, sodass eben wirklich nur mein Face zu sehen war, wie man hier sehen kann. Das ganze Video ist wirklich nur 256 auf 256, also wirklich die mieseste Qualität, die ihr jemals gesehen habt, okay? Dagegen ist YouTube, okay, 140p ist noch wirklich eine schlechtere Qualität, aber es ist nah dran an dem schlechtesten, was ihr jemals gesehen habt. Pixelbrei ist wirklich stark dabei. Gut, dann haben wir hier auf Rendern einfach das Ganze in eine Datei gerendert. Meine hieß eben out.mp4 im Ordner Deepfakes. Das selbstverständlich hier in Google Drive reingezogen und dann könnt ihr das hier verwenden. Und ja, das dauert jetzt eine Weile. Ihr seht, hier unten sind schon die Beispieldinger, also quasi das, was am Ende einfach nur geladen wird, also im Endeffekt das Bild, das ihr von Wladimir Putin zum Beispiel geladen habt, das ist da auch drin, das war 02.png und das Video von Donald Trump 04.mp4 ist auch in dem Ordner drin. Ihr könnt aber wie gesagt verwenden, was ihr wollt, zum Beispiel eben auch eure eigenen Videos, wie hier in Deepfake. Also Deepfake ist unser eigener Ordner, ja. Okay, dann klicke ich jetzt hier mal auf Go und das dauert eine Weile, ja, deswegen schneide ich das jetzt mal raus. Nein, ich habe was vergessen, es dauert nicht eine Weile. Ich habe hier den Fehler bekommen, ich habe nicht genug Arbeitsspeicher, weil eben, wie gesagt, ich bin hier in einer virtuellen Umgebung und der Arbeitsspeicher hier drin ist wirklich sehr, sehr niedrig. Deswegen sage ich jetzt hier, memtest ist gleich false. Das heißt, ich muss das Skript noch ein kleines bisschen editieren, damit hier Image.io nicht sagen kann, hey, ich habe zu viel, das ist zu viel für mich. Deaktivieren wir einfach, dass es auf Arbeitsspeicher testet und das ist auch völlig okay in dem Fall. Es sollte trotzdem funktionieren. Es kann sein, dass wenn euer Video zu lang ist,
dass ihr dann oder zu viele Frames per Second habt, dass ihr dann tatsächlich nicht mehr in der Lage seid, das ganze Ding hier zu machen, dann müsst ihr tatsächlich einfach in mehreren Schritten hergehen und das Video aufteilen sozusagen und dann wieder am Ende zusammenstückeln. Ist leider sehr viel Aufwand, aber muss man dann leider tun. So, das dauert jetzt eine Weile, wie gesagt. Das heißt, wir warten mal ganz kurz. So, und wir sehen, dass es jetzt im Endeffekt nichts weiter getan hat, als die Dinge zu laden. Ja, also quasi mein Video auf der rechten Seite und währenddessen das Face von Khaleesi auf der linken Seite. Und ja, das war es im Endeffekt schon. Und jetzt können wir hier einfach nur den Generator laden. Das heißt, wir laden die vortrainierten, das vortrainierte Netz mit der vorgegebenen Konfiguration für das neuronale Netz. Das heißt, wir tun im Endeffekt nichts weiter außer laden aktuell. Ja, und selbst das dauert eine halbe Ewigkeit. Machen wir hier Pause, komm. Und das dauert auch wieder eine Weile. Wir sehen hier unten auch, dass es quasi das Video für Wladimir Putin auch schon fertig hat, aber das will ich euch nicht zeigen, weil ihr das selber machen sollt. So, und wenn wir das gemacht haben, sagen wir einfach, wir wollen jetzt quasi ein Image draufpacken. Hier ist ein kleiner Rechtschreibfehler drin. Ich bin gespannt, ob ihr den auch noch habt oder ob der gleich mal weggefixt wird. Und wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Und zwar, man kann Relative auf True oder False setzen. Das sind sehr interessante Dinge, die man ausprobieren kann, um zu gucken, ob was besser funktioniert oder nicht so gut. So gut wird meins wahrscheinlich nicht aussehen, das werde ich euch jetzt schon sagen. Aber ja, wir machen das jetzt einfach mal und sagen, ich mach mal. Auch das wird eine Weile dauern, deswegen pausiere ich euch auch hier wieder. Wie ihr sehen könnt, dauert das hier für 1900 Frames und wir haben, naja, einige. Okay, also bis gleich. Sehr schön. Und jetzt haben wir einen Fehler bekommen, den hatte ich bei meinen letzten Versuchen auch. Meine Session ist abgeschmiert, weil ich nicht genug Arbeitsspeicher zur Verfügung habe. Was ihr jetzt leider machen müsst, ist, ihr müsst auf Get More RAM draufklicken und dann wechselt ihr zur High RAM Runtime. Das Problem ist, dann müsst ihr wirklich alles nochmal machen und man bekommt diese Option leider erst zur Verfügung gestellt, wenn man wirklich auf diesen Fehler stößt. Und ja, also ich weiß zumindest nicht, wie man diese Option vorher aktivieren kann. Ich habe tatsächlich keins gefunden. Das heißt, ich muss jetzt das Ganze nochmal neu laden, nochmal neu klonen, nochmal neu das Verzeichnis wechseln, nochmal neu autorisieren auf Google Colab. Was ihr nicht neu machen müsst, ist natürlich den Ordner zu eurem Google Drive hinzufügen, das ist geblieben und ihr müsst natürlich auch nicht neu nochmal hier diesen Code editieren. Ihr müsst ihn aber trotzdem nochmal neu ausführen, das heißt, das Laden von dem Video und von dem Bild müssen neu gemacht werden und dann natürlich hier dieser Generator und so weiter und so fort. Also bis gleich. Ja, und am Ende habt ihr ein Video, wo auf der linken Seite des Bildes, in der Mitte ist euer Video und auf der rechten Seite ist das generierte Video. Und ihr seht schon, was das große Problem hierbei ist. Die gute Khaleesi macht ihren Mund nicht so freiwillig auf. Okay, das hört sich sehr falsch an. Ihre Lippen bleiben immer geschlossen, auch wenn mein Mund sich öffnet. Und das ist vielleicht nicht unbedingt so realistisch. Man sieht es hin und wieder mal, geht's auf. Aber ich glaube, das Netzwerk hat ein bisschen ein Problem mit meinem Bart auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber schickt mir gerne mal, lasst uns einen Contest machen, okay? Lasst uns einen Contest machen, wer das coolste animierte Video mir schickt auf Twitter, bitte. Schickt mir das alles auf Twitter, okay? Nicht irgendwie in die Kommentare packen, sonst muss ich die alle runterladen. Verlinkt die mir alle auf Twitter und wir gucken mal, wer das coolste hat. Den schreibe ich dann am Ende an und ja, dann hören wir voneinander. Aber ihr seht auch, der Kopf neigt sich auch so ein bisschen. Das finde ich wirklich, wirklich gelungen und wirklich cool gemacht. Ihr könnt das Ganze jetzt auch noch direkt mit den absoluten Werten probieren. Das heißt hier Relative gleich False und dann Adapt Movement Scale gleich True. Dann kommt allerdings quasi ein Putin raus, der ein bisschen aussieht wie Trump. Also ihr seht es auch, von der Frisur her ändert sich da ein bisschen was. Die wird dann auch angeglichen, steht auch oben drüber. Das heißt, der Haircut wird dann auch so ein bisschen auf Trump-Style oder halt auf euer Video umgewälzt, ja. Deswegen ist es nicht ganz so gut. Ihr könnt selbstverständlich auch alles nochmal ein bisschen im Detail euch durchlesen und vielleicht noch ein paar kleinere Optimierungen rauslesen, aber im Endeffekt ist das das Größte oder das Wichtigste, was ihr machen könnt. Und ja, wie gesagt, schickt mir die Videos an Twitter. Ist natürlich in der Beschreibung wieder mal verlinkt. So, zu guter Letzt, wenn ihr euch für IT bzw. generell nicht nur Machine Learning, sondern die ganze IT interessiert, aber vor allem natürlich auch, wenn ihr euch für Machine Learning interessiert, dann geht mal bitte kurz in die Beschreibung und guckt euch dort mal um, ob vielleicht Get in IT für euch etwas bietet. Denn dort findet ihr relativ einfach einen Job. Und zwar sind dort wirklich die allermeisten IT-Unternehmen, die gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind,
vertreten und ihr könnt hier ein Profil anlegen, in dem ihr dann wirklich genau angucken oder genau darstellen könnt, was ihr könnt, wie ihr so drauf seid und was ihr eigentlich genau haben wollt. Ihr könnt zum Beispiel hier sagen, hey, wir wollen React machen, ihr könnt angeben, wie eure Kenntnisse sind, also vielleicht Level 1 oder Level 3 oder Level 5 dann irgendwann auch vielleicht. Ihr könnt angeben, wie eure Kenntnisse in Machine Learning sind, in Python sind, in TypeScript oder was auch immer euch alles einfällt. Also es gibt wirklich einen Haufen Skills, die ihr da eintragen könnt. Und je nachdem, welche Fähigkeiten ihr habt, könnt ihr dann natürlich auch genau angefragt werden von den Unternehmen, die genau nach so einem Skill suchen. Und dann kommen die Unternehmen auf euch zu und bieten euch dann auch tatsächlich einen Job an. Und das ist wirklich was ich denke, sehr, sehr viel Potenzial hat. Und wir haben hier auch wirklich bei meinem Kanal schon ein bisschen Werbung dafür gemacht. Wir haben auch tatsächlich 80% der Leute, die sich hier angemeldet haben und ein Profil angelegt haben, also sich wirklich Mühe gegeben haben beim Profilanlegen, 80% der Leute haben schon eine Jobanfrage bekommen auf Get in IT und ich glaube, das ist auch wirklich was, wo man stolz drauf sein kann. Und ja, deswegen denke ich, das könnte auch wirklich was für euch sein. Und ja, generell, danke nochmal, dass ihr so weit dabei wart. Danke nochmal für dieses ganze Video hier, dass ihr euch das angeguckt habt und dass ihr vielleicht sogar mitmacht auf Twitter, mir dann einfach diese Dinger schickt. Ich bin mal gespannt, was da alles bei rauskommt und wer sich von der Khaleesi vielleicht ein bisschen besser die Lippensynchro geben lässt. Und ja, ich freue mich auf eure Videos und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.